Hallo Leute, guten Morgen. Es ist heute 9. Juni und ich werde heute die Dort-Maas-Route laufen. Und ihr werdet dabei sein. Und dann werden wir heute mal sehen, was für schöne Bilder wir heute schießen können. Ne? Die Brombeeren sind noch nicht fertig. Brauchen noch ein paar Wochen, sehe ich. Und dann können wir wieder Brombeerenmarmelade machen. Kurz zusammengefasst, was hier steht. Preiswert und das Ende des Römischen Reichs in den Niederlanden. Im Jahr 2014 wurde an diesem Standort im Boden gefunden. Ein Goldring, 12 Goldmünzen und 10 Silberstücken. Die neuesten Münzen wurden 407 bis 411 von Kaiser Konstantin geprägt. Die Münzen sind unbeschädigt und müssen daher im frühen 5. Jahrhundert vergraben worden sein. Ja Leute, wir sind jetzt auf der Höhe von der Schleck, so heißt das Dorf. Und da sind wir jetzt im Pfad am Laufen und es sieht ein bisschen matschig aus. Da muss ich durchs Gras, weil da kann ich nicht durchlaufen. Da muss ich schön herum. Hat mal einen Trecker gefahren, ne? Hat eine schöne Schleise gemacht. Ich hoffe, dass ich das so bleibt. Ne? Ich habe keine Arbeitsschuhe an, ich habe nur die normalen Schuhe an. Also Matsch kann ich heute gar nicht gebrauchen. Und hör mal all die Vögel.
So Leute, jetzt wandle ich den Dorf Slack hinein. Denn ich habe jetzt das Außengebiet verlassen. Viele Fahrradfahrer gibt es, viele Wanderer, obwohl es durch die Woche ist. Ne? Es ist Dienstag. Doch sind die Leute unterwegs. Naja, bisher eine schöne Route. Ich habe schon einige schöne Aufnahmen gemacht für euch. Läuft super. Leute, ich laufe hier in meiner eigenen Umgebung. Und diese Strecke, die ich jetzt laufe, ist mir total unbekannt. Ich wusste gar nicht, dass die existierte. Unfassbar. Und da steht eine Ente. Ich werde die Kamera mal rumdrehen. Ja, wenn man alleine ist, dann sind keine 25 Menschen um dich herum, die dich die ganzen Tiere erschrecken. Dann kriegt man auch Tiere für die Kamera. Ne? Ich habe schon mehrere Tiere für die Kamera bekommen heute. Und weil ich alleine bin und ruhig bin, laufen die nicht weg. Dann kann ich die einfach ganz gemütlich aufnehmen. Ne? Ganz einfach. Erstaunlicherweise sind die Pfaden hier trocken, aber ich glaube, dass ich hier Spuren von einem Biber sehe. Da ist ein Damm. Das konnte ein Biberdamm sein. Hab keine Ahnung, was kann sein. Ja, das sieht aus wie ein Biberdamm. Ich denke, hier war der Biber am Werk. Das hier ist die Middelsgraaf. Es ist fast unmöglich, es zu lesen.
So Leute, ich mache mal eben eine kleine Pause und ich muss sagen, ich bin nur noch am Staunen. Ich bin hier in meiner eigenen Umgebung und ich kann es einfach nicht glauben, was hier alles zu sehen ist. Da sieht man, dass man auch mal in seiner eigenen Umgebung laufen muss, um auch damals einiges zu sehen. Also ich habe jetzt ein schönes Stück gelaufen, ich weiß nicht wie viele Kilometer, ich kann das nicht sehen auf Komoot. Ich weiß nicht wie andere das machen, aber ich sehe es nicht. Und dann werde ich mir ein bisschen rasten, ich habe mir etwas getrunken und ich hatte Durst. Und dann gehe ich einfach wieder weiter auf diese Wanderung und werde einfach weiter staunen. Laufen wir hier durch einen Acker. Ich kann das nicht fassen. Unglaublich. Ich sehe, wo Leute gelaufen haben, werde da auch laufen. Viele Schmetterlinge. Da geht wieder einer. Es sind so viele Schmetterlinge unterwegs. Ich weiß nicht, wo der Komoot uns hinführt, aber das ist schon sensationell, ne? Aber es sind mehr Leute gelaufen. Man sieht es ans Gestrüpp. Ich habe die Tour verlassen, sagt er. Jetzt wird es richtig lustig. Ich glaube, der Komoot hat mich in die Irre geführt. Da bin ich wieder zurück auf die Strecke und ich ahne Schlimmes. Schau dir den manchmal an hier. Heiliger Scheiße. Wie komme ich da dran vorbei? Gute Frage. Nächste Frage. Entlang des Gestrüpps, Dornen und alles. Keine Ahnung. Meine Kamera benutzen, um an den Gestrüpp vorbeizukommen. Ne? Aber das sind ja alles Dornen. Hei, das ist Matsch hier. Hoi. Ai. Ich komme jetzt ganz langsam voran, denn ich muss mich an der Seite entlang tasten. Ganz vorsichtig. Das ganze Dornengestrüpp.
Das wird Schuhe putzen, Leute. Das wird Schuhe putzen. Was ist das hier? Das ist kein Gestrüpp, nein. Da kann ich rum. Also, ich melde mich wieder. Umgestürzte Bäume. Also, ich habe es geschafft, Leute. Ich bin raus. Ich glaube noch ein kleines Stück Matsch hier. Oh mein Gott. Heiliger Scheiße. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre das Ende. Schau dir den Scheiß hier mal an. Noch mehr von den Scheiß. Bis da. Schau dir das Gestrüpp hier mal an. Das ist alles Dornen. Oh mein Gott. Hei, hei, hei. Spießrutenlauf, ja, Leute. Aber ich habe es geschafft. Ich bin wieder auf dem Trockenen. Im Gras. Heiliger Scheiße. Und meine Beine sind zerstochen von den Bramen. Den Brombeeren. Entschuldigung. Zerstochen von den Brombeeren. Na, das sieht ja wieder etwas besser aus, ne? Na Leute, da bin ich wieder, ne? Mal eben wieder etwas getrunken. Das Stück war ja mega geil, ne? Meine Arme jucken, meine Hände jucken, meine Beine jucken. Es ist absolut geil. Affenzitten geil. Wie ich da durch das Gestrüpp gekrochen bin und durch den Matsch und ach man, das war super. Aber jetzt sind wir wieder im bewohnten Gebiet und gehen hier rechts ab wieder ein Feldweg. Also bin mal gespannt, was wir noch zu sehen bekommen. Und hier steht auch noch eine Gedenktafel für die Ziegelfabrik De Valk in echt. Und die werde ich euch auch sehen lassen. Also die war früher sehr bekannt. Die war früher sehr bekannt im Zusammenhang mit den Trambahnen, die hier waren. Ne? Eine kleine Eisenbahn. Ich weiß nicht, ob wir da etwas von zu sehen bekommen. Der Komoot, der führt dich manchmal ganz in die Irre. Ne? Er sagt, ich soll da links abgehen und dann musste ich rechts ab, aber ich verstehe es nicht. Wie sagt er links ab, wenn ich rechts ab muss? Da sind doch schon einige Fehler drin in dem Programm. Aber ich bin wieder zurück auf die Strecke. Aber manchmal führt er mich richtig irre. Naja, es ist nicht anders. Wir sitzen in der Nähe von dem Dorf Gebrück oder auf Niederländisch Gebroek. Und wir laufen jetzt zu die Bahntrasse. Die Sint-Antoniuskapelle ist eine Kapelle in Slek in der niederländischen Gemeinde Echt-Susteren. Im Jahr 2008 wurde die Kapelle gebaut und am 16. November 2008 wurde diese eingesegnet.
So Leute, bin wieder zurück am Anfang. Die Tour sitzt drauf, sie war gut, sie war richtig gut. Wir haben gelaufen, nur die Tour war 8,39 Kilometer. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3,9 Kilometer. Und wir haben 2 Uhr und 25 Minuten dafür benötigt. Also ich denke, es hat sich gelohnt. Ich habe sehr viele schöne Aufnahmen gemacht. Naja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib es einfach einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und dann werden wir uns wiedersehen im nächsten Video. Also, würde ich sagen, geht raus, bewegt euch. Ciao, ciao.